Herr Rettenmund, Sie erlebten vor einigen Jahren eine außerkörperliche Erfahrung. Wie kam das? Das ist einfach zu beantworten. Es war eine außerkörperliche Erfahrung im Schlaf. Ich habe ganz normal in meinem Bett geschlafen und wurde plötzlich, ich habe zuerst geglaubt, es sei ein Traum, aber das war keiner. Ich wurde konfrontiert mit einer weißen Wolkenwand, die ganz langsam und sachte auf mich zukam und mich komplett einhüllte. Es war ein wunderschönes Erlebnis. Es war warm, es war so anschmiegsam. Ich fühlte mich total wohl. Ich hörte Musik, aber keine Melodie im Sinne einer Partitur, sondern einfach ein Geräusch, ein weiches musikalisches Geräusch, das mich vollständig beruhigte und total in sich gefangen hielt. Ich sah dann eigentlich meinen eigenen Körper, also ich sah mich in meinem Bett liegen, das Duvet hatte die Farbe, die es hatte. Ich sah sogar meinen kleinen Hund, der auf der Seite in seinem Bettchen schlief. Und es hat mich unglaublich berührt. In Worte kann man es eigentlich gar nicht besser schildern, als dass Frau Andrea Pfeiffer das bereits in einem ihrer letzten Interviews geschildert hat. Es war ein tief bewegendes Erlebnis. Ich wusste, dass das nicht eine Halluzination ist. Das war irgendwie mir völlig klar. Und mit der Zeit habe ich mich richtig richtig hingegeben in dieses Erlebnis. Es ist dann halt gekommen, wie es kommen musste. Ich fühlte mich auf einmal wieder in meinem Bett, als halb erwachend, halb schlafend. Und es hat sich eigentlich ein Gefühl von so schleichender Traurigkeit, Enttäuschung eingestellt. Jetzt bin ich wieder im Alltag mit all seinen Sorgen und Problemen und Aufgaben. Warum hat das nicht angedauert? Das war für mich am Anfang so 1, 2 Tage hat mich das sehr, sehr beschäftigt. Ich konnte auch, damals war ich noch verheiratet, mit meiner Frau nicht darüber sprechen. Sie hätte das sowieso als Ausbruch von Fantasie und weiß nicht was abgetan. Ich hatte auch eine Zeit lang Hemmung, mich selbst damit wirklich auseinanderzusetzen. Und ich hatte einen Freund, der sich sehr, sehr stark mit solchen Fragen auseinandersetzt und der hat mir dann das Buch von Dr. Pim van Lommel geschenkt und hat gesagt, lies das mal durch, vielleicht findest du eine Antwort drauf. Das Buch habe ich sehr intensiv gelesen. Es ist nicht Belletristik, sondern es ist ein wissenschaftliches Buch. Man muss sich da wirklich reinkriegen. Und ich habe mehrere Male und immer wieder das gelesen, bis ich mich irgendwo mal motiviert gefühlt habe, ein Van Lommel zu schreiben. Ich komme noch einmal zurück auf diese außerkörperliche Erfahrung. In welcher Distanz waren Sie etwa weg vom Körper, als Sie sich da selbst betrachteten? Also ich kann das nicht in Metermaß definieren. Aber die Tatsache, dass ich das ganze Schlafzimmer mit dem kleinen Hund neben mir schlafend gesehen habe, heißt, ich muss mich noch optisch oder in der Wahrnehmung im Zimmer selbst befunden haben. Weil sonst hätte ich es ja nicht gesehen. Ich habe auch die ganzen Dimensionen meines Bettes gesehen. Und es ist also nicht in einer Distanz zu messen, auszudrücken. Ich bin nicht 10 Kilometer über der Erde geflogen, sondern ich war räumlich vorhanden. Ja. Aber ganz eindeutig außerhalb des Körpers, des Physischen. Es war ja Nacht, als Sie diese Erfahrung machten. Haben Sie trotz der Dunkelheit alles gesehen? Ja, das war für mich erst spät ist mir das aufgefallen. Es war dunkle Nacht und es war hell. Es war nicht blendend hell, schneeweiß hell, sondern es war einfach hell. Und ich habe nachher interpretiert, das muss diese weiße
sanfte Wolke gewesen sein, die das Ganze mir minderlich beleuchtet hat. Aber ich habe die Farben wahrgenommen, ich habe die Konturen, den Schatten wahrgenommen. Es war aber stockdunkle Nacht. Als Sie wieder erwachten, war es wieder dunkel. Ja, auf jeden Fall. Ja, das muss irgendwo so zwischen 2, 3 Uhr morgens gewesen sein. Ich kann es zeitlich nicht genau einordnen, aber es muss um diese Zeit gewesen sein, weil dann stehe ich jeweils auf, gehe etwas trinken und meine Bedürfnisse erledigen und schlafe dann wieder weiter. Haben Sie vor dieser Erfahrung auch schon mal etwas gehört von einer außerkörperlichen Erfahrung oder war diese Erfahrung neu für Sie? Erfahren nicht, aber ich habe viel gelesen und auch in verschiedenen Literaturen. Erich Fromm spricht das an in seinen Büchern, vor allem im Buch Furcht vor Freiheit. Ich habe es anderswo gelesen, aber es hat mich nie beschäftigt. Ich habe das wahrgenommen. Ich habe mich auch früh mit Religion befasst, sehr intensiv sogar. Und auch dort wird es ja geschichtlich erwähnt, aber es hat mich nie berührt. Es hat mich auch nicht weiter zum vertieften Nachdenken angeregt. Der Schlüssel war wirklich eigentlich der Meinungsaustausch mit Herrn van Lommel. Das hat mir dann auch ein zweites Erlebnis erklärt. Ich wurde 1968 in einer schweren Thoraxoperation mehrfach operiert. Und bei der zweiten oder bei der dritten Operation ging es darum, das ganze Metall, das da eingebaut wurde, wieder zu entfernen. Ich war so ein bisschen das Schuschu im Spital und der gleiche Oberarzt, der gleiche Anästhesist, die kannten mich. Die sprachen mich auch mit Vornamen an. Ich war erst 18 Jahre alt. Und auf der Aufwachstation, kurz in der Aufwachstation kam der Oberarzt zu mir und hat mir gesagt, dass alles tiptop verlaufen sei, wunderbar. Und jetzt geht es nur noch um die Regeneration, Physiotherapie und so weiter. Und ich habe dann opponiert und habe gesagt, nein, halt. Sie haben doch gesagt zu Ihrem Oberassistenten, zu Ihrem Assistenten und zu Ihrem Anästhesisten, da ist noch ein Nagel drin. Der ist so tief verwachsen, den können wir nicht rausnehmen. Wir lassen den drin, das wird ihn nicht stören. Der Oberarzt hat komplett erstaunt mich angeguckt, die Schwester gefragt, haben Sie ihm etwas erzählt? Und sie hat gesagt, nein, er ist ja erst aufgewacht. Und den Operationsbericht habe ich noch gar nicht. Und das hat mir gesagt, ja, das erstaunt mich jetzt komplett. Und es sind genau die Worte. Ich erinnere mich, ich habe genau das mit meinen Kollegen wortwörtlich so gesprochen. Und das haben sie wahrgenommen. Und ich sage, ja, ich rezitiere jetzt nicht das, sie haben das gesagt. Und auch dieses Thema war eigentlich für mich am Anfang überhaupt nicht relevant. Ich hatte immer früher schon mit den anderen Operationen mit meinem Anästhesisten eine Wette abgeschlossen. Und ich habe immer gesagt, die kriegt mich nicht in den ersten 2 Sekunden in die Narkose. Ich konzentriere mich voll drauf und bei einer Operation haben wir dann ein Szenario abgemacht und tatsächlich, ich habe 4 oder 5 Sekunden volles Bewusstsein durchgehalten. Das hatte schon den Anästhesisten total überrascht. Aber es war eine Wette. Und ich habe über dieses Ereignis plus dann diese Geschichte, wo ich den Operationsverlauf wahrgenommen habe, eigentlich gar nicht weiter nachgedacht. Und Pim van Lommel hat mich dann darüber aufgeklärt und hat mir gesagt, das ist ein ganz eindeutiges Nahtoderlebnis. Das geschieht genauso intensiv auch in schweren Operationsverläufen, in schweren Narkosen. Ich muss aber da einschränken, ich habe dort visuell oder gefühlsmäßig überhaupt nichts mitgekriegt. Es war wirklich die totale Konzentration auf der Narkoseverzögerung und dann beim Aufwachen dieses Erlebnis. Und dann begann natürlich bei mir ein Prozess. Dann ist wirklich ein Prozess losgetreten worden. Ich habe dem nicht weiter große Beachtung geschenkt, aber mit der Zeit hat es
auf mein, wie soll ich sagen, auf meine Psychohygiene, auf meine Werteordnung abzufärben begonnen. Und ich bin mein ganzes Leben lang ein sehr rational denkender Mensch gewesen. Für mich hat es immer nur zwei Fragen gegeben, warum und wozu. Und was der Wille und die Ratio begreift, das ist es. Und daneben gibt es nichts. Und ich sage jetzt mal, dieses Backsteinhaus oder dieses Kartenhaus 30, 35 Jahre lang bekam Risse und ist immer mehr ein bisschen ins Wanken geraten. Und dann kommt ja so ein selbstmotivierender Kreislauf in Gang. Je tiefer man gräbt, je mehr man Antworten sucht, je mehr erklären sich Dinge und es tun sich wieder neue Fragen auf. Aber das Verhalten zu sich selbst und seiner Umwelt, das hat sich sehr, sehr stark verändert. Herr Rethenmund, kann man sagen, dass diese beiden Erfahrungen Ihnen die Türe zu spirituellen Dingen etwas geöffnet hat? Zu spirituellen Dingen, also Stichwort auch Religion, nicht. Das habe ich schon Ende der Pubertät, Anfang Adoleszenz sehr intensiv studiert. Wir hatten uns wirklich, ich war in der Jungen Kirche im CVJM, wir hatten uns wirklich intensiv mit der christlichen Religion auseinandergesetzt. Ich hatte einen türkischen Freund, ich hatte auch den Koran. Von Rororo gab es den sogar in deutscher Sprache mal richtig gelesen. Religion, Spiritualität hat mich eigentlich immer interessiert. Und ich bin dann irgendwann so um die 20 rum zum Entschluss gekommen, dass ich mich am ehesten zu den Agnostikern zählen sollte oder will. Es hat mich aber nicht verlassen. Ich habe mich auch später in verschiedenen Biografien mit dem Buddhismus auseinandergesetzt. Ich habe aber gemerkt, dass ich will nicht einer Doktrin oder einer Religion angehören, weil das ist immer eigentlich beengend. Der Buddhismus ist vielleicht die einzige Geisteshaltung, es ist ja keine Religion, die einzige Geisteshaltung, die mir offen steht. Aber ich bin kein Buddhist, ich bin nicht in dieser Kultur aufgewachsen, ich bin nicht so sozialisiert. Und so ein Pseudo-Buddhismus zu sein, heißt nur wieder, ich spiele wieder mir eine eigene Rolle vor. Und wir Menschen haben ja immer die Tendenz, dass wir für etwas, was wir nicht erklären können, einen Handlauf brauchen. Sind wir wackelig auf den Bahnen, brauchen wir einen Spazierstock oder einen Geländer. Haben wir Kopfschmerzen, nehmen wir Aspirin. Wir suchen ja immer einfache Lösungen. Und in diesen Jahren habe ich festgestellt, dass es für verschiedenste Fragen über das Warum und Wozu keine Antwort gibt. Mindestens bis jetzt, ich bin jetzt 73 Jahre alt, bis vor 4, 5 Jahren habe ich daran festgehalten. Ich wusste, es gibt keine Antworten für was geschieht, wenn ich sterbe. Wie geht der Sterbeprozess vor sich? Was geschieht nachher? Und schon früher habe ich mich mit den Fragen herumgetrieben, was ist eigentlich Liebe? Liebe, ja, wir sagen, man liebt ihn von Herzen. Nee, das Herz ist eine Muskelmaschine. Dort ist nicht die Liebe zu Hause. Sie ist auch nicht im Gehirn zu Hause. Ja, wo ist sie denn? Und die einzig gültige Frage oder Antwort findet man eigentlich, sie findet im Bewusstsein statt. Und dann, wenn natürlich jetzt diese Aufarbeitung des endlosen, nicht lokalen Bewusstseins kommen natürlich die anderen Fragen automatisch nach. Was geschieht? Glauben Sie aufgrund dieser Erfahrungen nun an ein Weiterleben nach dem Tode? Also der Begriff Glaube, den hasse ich eigentlich grundsätzlich. Weil auf Schweizerdeutsch sagt man, ich meine, ich glaube. Glauben tue ich in der Kirche. Mir geht es um Ansicht, Einsicht, Erkenntnis. Und die Erkenntnis, ob es nach dem physischen Tod weitergeht, die habe ich nicht. Was ich aber mehr und mehr spüre, ist ein wirklich tiefes Vertrauen, dass es in
wahrscheinlich eben auf dieser Bewusstseinsebene weitergehen wird. Physiologisch ist es klar. So wie ein Blatt im Herbst vom Baum fällt und vermodert, so wird das auch mit meinem Körper geschehen. So ist die Welt konstruiert und so wird es auch sein. Aber das Bewusstsein ist nicht an den Körper gebunden. Das ist mir heute klar. Nicht ans Gehirn, nicht an die Fantasie, die auch ein Teilprozess vom Kleinhirn ist. Es ist wirklich ein Phänomen, ein Mysterium, das wir wahrscheinlich erst aufgeklärt bekommen, wenn wir dieses physische Leben verlassen haben. Ja, und darauf muss ich sagen, darauf freue ich mich eigentlich, so ein tiefes, wunderliches Freuen ist in mir entstanden. Ja. Und das hat auch meine Angst oder das Schreckensgebilde, die Panik, mit 73 bereitet man sich ja doch ein bisschen darauf vor, dass es vielleicht 10, 15 Jahre dann soweit sein wird. Das ist völlig weggefallen. Also kann man sagen, dass Sie Ihre Angst vor dem Sterben verloren haben? Da ich nicht weiß, in welcher Form ich sterben werde, kann ich das auch so nicht antworten. Aber die Angst vor dem Todsein, die auf jeden Fall, ja. Ja, ganz eindeutig. Herr Rekenmund, herzlichen Dank für das Gespräch. Ist gerne geschehen. Ich bedanke mich bei Ihnen.